Heute zeige ich euch, was in einem echten 650 TR2 verbaut ist. Angefangen mit dem Kurbeltrieb, das ein Bläudel, ja der Dreierbläudel, aber poliert vom Werk. Nicht von mir oder von wem anderen. Das sind original Dreier und keine 3-1er. Dann hat er die Nockenwelle Nummer 4 mit 2 Newton. Also 1er und 2er Position und Nummer 4. Dann ein echter TR2 hat nämlich den Schwung, da sieht man einmal, dass er erleichtert ist, gewuchtet. Und viele drehen ihm auf 190 ab. Ein echter TR2 vom Werk hat 200 und nicht 190 und gewuchtet halt. Ja. Und eine Riemenscheibe hat nicht 177, sondern 167. Ja. Die Doppelriemenscheibe. Dann das Klavier drinnen, die sind gebohrt vom Werk, aber nicht gebohrt, sondern das ist geschmiedet. Ja. Die sind schon ein bisschen nachgearbeitet und erleichtert. Aber das ist original. Es gibt auch solche, bleibt da. Es gibt welche, die was sich dann selber seine Lehre bauen und bohren. Oder viel mehr Löcher bohren. Das ist nicht der. Das ist selbst gemacht. So, jetzt haben wir mal den Kurbeltrieb. Kurbelwelle ist eine normale 64er. Dann haben wir die R-Kolben von der Firma Elco. Waren 81 mm. Dann der Ölfilterpatrone. Ja, die hat mechanische Armaturen gehabt, keine elektrische. Ein echter TR2 hat immer mechanische Armaturen gehabt. Das heißt, der Fühler kommt da rein, der mechanische mit dem Kapillarrohr, und da kommt die Öldruckleitung drauf. Dann die Ventile vom TR, der hat natriumgefüllte Auslassventil mit 34 mm. Es hat auch als Zubehör gegeben, aber sehr selten, Einlassventil mit Natriumfüllung. Das ist ganz selten. Das hat es nur im Zubehör gegeben, hat aber fast keiner. Und was vielleicht auch interessant ist, die doppelten Ventilfedern, die haben einen richtigen Teller gedreht, nicht so Blechte, weil viele nehmen die vom VW Käfer oder vom GTI, nicht? GTI, nicht vom Käfer. Und die arbeiten ineinander ein bisschen. An den Ventildeckeln, das ist der richtige Entlüftung. Es gibt also dünne Entlüftungen. Das ist die originale Ventildeckelentlüftung vom TR mit der erhöhten Nase. Und was viele vielleicht auch nicht wissen, es war keine Hutmutter drauf. Ein echter TR2 hat solche Muttern drauf gehabt, verschlossen, so sechskant. Dann der Öleinfüllstutzen vom TR, der hat auch da so einen Bund außen. Weil manche machen nur Rohre rein, nachträglich, aber das ist mit einem Bund. Dass man das wirklich schön sieht. Und immer glatte Version hat ein TR, nie die vertiefte Version mit der Metallmembran. Dann, das ist jetzt ein kleines Detail, die Stößelstangen haben immer die zylindrischen, nie diese konischen. Das war in einem echten TR drinnen, nicht sowas. Dann der Ventilatorflügel, wo der Dynostator ist, der hat unten statt 9 mm den Stift 13 mm. Die Erhöhung hat man gebraucht, weil man unter dem Dynostator ja eine Erhöhung gegeben hat, weil nämlich die Riemenscheibe statt 177 167 ist, hat man dann einen längeren Stift mit der Unterlagsplatte. Und dann hat es noch gegeben den originalen TR-Dynostator mit einem größeren Lager hier, das ist mehr eckig und ist das Lager größer. Und hinten ist auch eine Kühlung. Der war beim TR2 verbaut. Dann der große Ölkühler, da war immer eine Jahrzahl eingeschlagen. Die ohne Jahrzahl, die waren die vom Fiat 126 oder von die Haflinger letzte Serie. Der TR hat immer die Jahreszahl drinnen gehabt. Dann der Luftfilter ist nicht den, was wir verkaufen mit der Blechplatte und einfach primitiv, sondern das ist ein mit der Spannschraube
Das ist ein originaler Luftfilter vom TR mit dem PU2 Vergaser vom Zenit 32er. Das originale TR-Saugrohr, steht auch hinten die Nummer, die 503er, und der Stempel von der Firma Grundmann, die was das produziert hat. Dann der Verteiler ist ein JF2 007 Verteiler. Ja, die meisten haben einen BR4 Stahlverteiler. Der TR hat einen JF2 Verteiler gehabt. Dann der Motorbügel, der hat auch Langloch gehabt. Wenn man das da sieht, warte mal, ich mach das auf. Der hat da ein Langloch gehabt. Nicht nur gebohrt, so wie es wir verkaufen. Original war nämlich ein Langloch drinnen. Zum Einstellen für den Motorstabi. Und der Auspuffkrümmer, auch von der Firma Grundmann. Die Buchnummer drinnen, der Grundmann-Stempel und aus Guss. Das war der echte TR2 Auspuffkrümmer. Und wenn man das alles hat, dann kann man sagen, ich habe einen echten TR-Motor, weil die meisten Leute glauben, wenn sie einen TR-Kolben haben und einen Zenit-Vergaser, na dann habe ich schon einen TR-Motor. Leider, da braucht man die Spezialteile auch dazu. Das war's.